Wir waren jetzt gerade hier in der Ecopana Bioceanica, ne? Ich weiß nicht, ob die sogar so heißt. Haben noch Kohle gekauft und ein paar Brötchen, denn ich mache heute wieder ein Video. Und was machen wir heute? Ein Ausflug. Ein Ausflug. Ach, du hast ja gar kein Ich Mikrofon. habe gar kein Mikrofon, deswegen habe ich erstmal auch gar nichts gesagt. Aber wir machen heute einen Ausflug zu den Lagunen. Wir wollten euch schon lange mal ein Video davon machen, aber da wir immer mit Gästen unterwegs waren und das dabei halt irgendwie nicht geklappt hat mit den Videoaufnahmen. Wir haben zwar einige Sequenzen, aber nichts Zusammenhängendes, haben wir gedacht, heute machen wir mal ein Video, nehmen euch mit zu den Lagunen und wie immer, ja, ihr könnt den Ausflug natürlich mit uns machen, aber wir werden überall unten drunter die Standorte setzen, sodass ihr den Ausflug im Endeffekt dann auch alleine machen könnt. Wie wir es immer machen. Wie wir es halt immer machen, dass unter den Ausflugszielen auch die Standorte sind. Aber jetzt fahren wir dann erstmal weiter, weil hier ist ja noch nichts mit Lagune. Hier in Buena Vista könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt nochmal tanken möchtet oder euch irgendwas für unterwegs kaufen möchtet, könnt ihr das gerne machen. Oder auch in Campo León, da geht das auch. Da kriegt man eigentlich alles, was man so braucht für solche Ausflüge vor allem. Da ist Yacaré. Wo ist die andere Kamera? Also wir haben jetzt gerade hier eine Yacaré entdeckt. Martin versucht das jetzt gerade mal zu fotografieren. Das ist nämlich hier halt auch immer so eine Sache. Ihr müsst an solchen Stellen langsam vorbeifahren. Ich gehe jetzt mal nicht weiter, weil sonst haut das wegen mir ab. Weil wenn ihr solche Tiere sehen möchtet, die sind auch sehr scheu und hauen dann halt sehr schnell ab. Aber dadurch, dass ich ihn nur noch fotografieren höre, denke ich mal, es ist noch da. Ist halt, ich sehe nicht mal, wo ich hinzeige. Die verstecken sich oft in dem Grün und dann seht ihr nur die Schnauze zum Beispiel. Aber ich sehe es ja. Auch das hier zählt zum Beispiel zu den Lagunen, oder das ist ja eine Lagune. Das ist jetzt hier am Straßenrand. Aber ich weiß nicht, ob ihr die da hinten seht. Da sind nämlich auch schon wieder Vögel. Ich weiß jetzt nicht, ob das Flamingos sind oder nicht. Ja, könnten sein. Ich habe sehr schlechte Augen. Und auf der anderen Straßenseite geht es weiter. Man muss ja dazu sagen, jetzt momentan ist Winter, deswegen sieht das hier ein bisschen trist aus. Aber immer noch grüner als sonst. Sind das Flamingos? Ja, also wenn die Flamingos grau sind, soweit wir wissen, sind die noch jung. Und? Hört mal die Ruhe, hier ist nichts. Gar nichts. Wenn ihr hier jetzt vorbeikommt, hier geht zu Laguna Capitan. Das ist noch ist so ein kurzes Stück, also ihr müsst noch ein paar Minuten fahren, also nicht verzagen, das kommt irgendwann. Und das ist, glaube ich, das Ende sogar der Straße, ne? Wo die Lagune dann kommt. Station vorbei und alles und da kommt dann die Lagune. Aber auf dem Weg sind eigentlich auch schon Lagunen rechts, links. Lohnt sich eigentlich immer da reinzufahren, nur wir werden es heute nicht tun, weil wir ja noch zeitlich Asado machen wollen. Genau. Und an der Stelle hier, ein paar hundert Meter weiter vom Eingang von der Laguna Capitan, auf der gleichen Straße, da findet ihr hier diese zwei Süßwasserlagunen. Und die sind jetzt zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es nicht immer garantiert ist, dass ihr hier Tiere seht, weil, wie ihr jetzt hier seht, sind hier bis auf so ein paar Suppenhühner überhaupt keine Vögel vorhanden. Und selbst die Suppenhühner haben sich, glaube ich, da hinten ganz gut versteckt.
Aber wo wir letzte Mal hier mit unserer Freundin Steffi unterwegs waren, da haben wir an der Lagune hier tausende Vögel gehabt, Flamingos, diese rosa Löffler, Störche und was nicht alles hier war, müssen wir euch mal einblenden. Aber wie gesagt, das ist ein Beispiel dafür, dass ihr hier niemals eine Tiergarantie haben werdet, wenn ihr so eine Lagunentour macht. Wir haben Touren gemacht, wo wir nicht ein Tier gesehen haben. Und dann haben wir Touren gemacht, wo wir uns vor Tieren gar nicht retten konnten. Und alle, die euch da irgendwie eine Tiergarantie geben, weiß ich nicht, ob man das als seriös bezeichnen kann, weil wir sind ja hier nicht im Zoo, sondern öffentlich und da gibt es halt keine Garantie. Wie ihr seht ihr jetzt keine Lagune, sondern unseren Anhänger. Wir mussten einen kleinen Zwischenstopp einlegen, wollten wir eigentlich nicht. Wir wollten eigentlich das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. So, den lassen wir jetzt hier und dann starten wir noch mal los, weil Sarah hat ja hier Fleisch eingelegt und das wollen wir natürlich auch noch essen. Wir sind jetzt hier kurz vor der Chaco Lodge, vor der Salzlagune. Jetzt habe ich hier noch so eine tolle, ich meine, das sind ja alles hier so verbundene Lagunen quasi. Aber diese ist halt hier, ui, muss ich aufpassen, aber relativ trocken. Die anderen, die wir bisher gefilmt haben, die waren ja sehr feucht, aber jetzt, man sieht schon den Ansatz, weshalb das Salzlagun heißt. Ich zeige euch das mal einmal. Normalerweise ist das hier alles komplett weiß. Aber es ist ja schon sehr hell. Aber der Boden gibt nach. Ojo. Man sieht ja halt dann auch, je nachdem, wo die Tiere lang gelaufen sind. Aber jetzt im Moment sehe ich hier gerade keine Spuren. Aber das ist halt auch mega schön. Ich hatte schon Fotos von der Chaco Lodge gesehen jetzt im Moment. Also ich hoffe, dass wir da noch was Schönes gleich sehen für euch. Und für uns natürlich auch. Da standen wir gerade, jetzt sind wir ein bisschen einmal vorgefahren, damit ihr das auch mal seht. Denn hier ist die eine Lagune und das zieht sich halt hier unter der Straße weiter in Richtung da hinten. Also das ist wirklich alles ein Verbundsystem quasi. Und da sieht man zum Beispiel auch schon mal hier diese Abdrücke. Ich meine, jetzt ist es nass. Aber in dem Trocknen sieht man das halt auch sehr stark normalerweise. Also je nachdem, vor allem auch wie groß das Tier war, wie schwer das war. Ne? Da sind auch irgendwo so Spuren. Da ist ein Gürteltier. Das buddelt, ne? Ja. Voll geil. Wie geil. Bei solchen Stellen müsst ihr auch immer aufpassen. Man sieht nämlich nie, wer was vor einem ist. Und da sind schon hier sehr, sehr viele böse Unfälle passiert. Nach 500 Metern erreichst du das Ziel. Wir sind jetzt an der Chaco Lodge angekommen und ich bin echt mal gespannt, wie das dann da aussieht, weil wir, wie gesagt, hier noch nie waren. Also, fahren wir mal rein. Wie ihr seht, auch hier Jagen verboten. Wir sind jetzt gerade reingefahren, da war sind zwei kleine Häuschen und da steht dann auch schon zur Lagune und da sind jetzt noch 300 Kilometer ungefähr. Mal gucken, ob unterwegs auch noch was Gutes kommt. Aber der Weg hier ist echt super schön. Erinnert mich an Flor de Chaco, wo der Werner da noch Wärter war. Seitdem waren wir da auch schon irgendwie nicht mehr. Wir wollten immer mal hin. Aber richtig toll.
Wir nähern uns der Lagune und wir sehen Flamingos ohne Ich werde Ende. jetzt hier hinter anhalten. Da, durch die... Ui, Das ist alles voll. wow. Aber bin ich schon aufgeschreckt. Aber wir gehen jetzt... Ah, wir sind jetzt mal vorsichtig. Hört ihr mich überhaupt? Ich hoffe. Auf den Weg Richtung Flamingos. Boah, wie geil ist das denn hier? Psst. Guckt euch das mal an. Alles voll hier. Wow. Ich filme einmal, bevor ich das gleich nicht mehr filmen kann, durch die Bäume durch. Irre. Also ich habe schon viele Flamingos gesehen, aber nie so viele auf einmal. Martin macht auch mal Fotos, weil ich kann euch das hier jetzt gar nicht so richtig zeigen, weil es halt zu weit für die Kamera ist. Irre. Hier soll auch noch irgendwo so ein Ah, da ist der Aussichtspunkt. Turm, ne? Kaum gehe ich hin, fängt der Wind wieder an. Sarahs Video ist jetzt zu Ende und ich möchte euch aber trotzdem hier bei unserem Video auf unserem Kanal weiter auf dem Laufenden halten. So sieht es nämlich jetzt aus. Sarah macht hier gerade die Portionen fertig. Das ist unverkennbar meine Portion. Wir werden wahrscheinlich nicht alles aufschneiden, weil ob wir das jetzt wirklich alles essen, sehen wir ja gleich. Und hier haben wir dann uns schon die Stühle positioniert und werden dann gleich mit herrlichem Blick auf die Flamingos unser Abendessen, Mittagessen, ja, ist ja ein bisschen später geworden. Frühstück, Mittagessen, Abendessen, irgendwie alles zusammen. Also ist, glaube ich, das erste Richtige, was wir essen. Werden wir jetzt gleich hier genießen. Ist das eine geile Kulisse oder ist das eine geile Kulisse? Also aus Martins Sicht. Aus Sicht der Bienen. Schmeckt denn? Sehr lecker, also kann ich nur empfehlen. Guckt auf Sarahs Kanal vorbei, wie ihr die Dinger einlegt. Also wirklich diese Honig-Bier-Marinade. Echt lecker. Honig-Senf oder Senfbier, keine Ahnung. Ich war da zwar bei, aber lecker. Auch wenn es jetzt schon kalt ist wahrscheinlich, ich will jetzt auch essen. Das ist der Nachteil von Wind. Aber bevor die Bienen mir das hier ganz auffressen, oh, ja, ich muss. Hier sind wir jetzt am Mirador. Ach du Scheiße. Und ich befürchte, ich komme da nicht hoch. Nein, da komme ich nicht hoch. Du musst. Stell dich nicht so an. Schatz, du kriegst mich da nicht mehr runter. Aber nimm mal das Mikro mit. Dann werde ich wohl mal alleine hochgehen müssen, wenn Sarah nicht möchte. Ja, oder sie nicht traut. Es ist auf jeden Fall hier wieder etwas abenteuerlich. Oh, ich sehe gerade so ein bisschen krumm und ich sehe nichts durch die Sonne. Aber mich hält es schon mal aus. Da sind die Papageien. Ich weiß nicht, ob die auf dem Video drauf sind. Und da scheint es schon überall trocken zu sein. Wir hatten ja jetzt auch schon etwas länger keinen Regen mehr, obwohl wir halt schon eine sehr, sehr nasse Regenzeit und eine sehr lange Regenzeit hatten. Und von hier aus sieht man richtig schön über die ganze Lagune drüber. Ich hoffe, man hört mich noch. Es ist sehr windig. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt noch mit der Drohne fliegen werde bei dem Wind. Außerdem will ich eigentlich auch gar nicht die Flamingos aufschrecken. Ja, und hier kann man anscheinend sogar noch reingehen. Hier war sogar mal ein Moskitonetz drin, aber dadurch, dass die Fenster ja hier auch alle offen sind, braucht man das ja nicht mehr.
weiß nicht, ob das hier zum Übernachten gedacht war, aber auf jeden Fall schön. Ja, da vorne ist Sarah, der kleine Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr die seht. Ja, ich gehe dann mal wieder runter hier. Alleine ist ja auch doof. Wir haben jetzt gerade so einen Riesenstorch, so einen Tujuju. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Das ist Guarani. Das ist, glaube ich, die zweitgrößte Storchenart. Oh, ich versuche euch wieder Bilder einzublenden, weil ihr werdet den nicht sehen. Aber die sind so geil. Kriegst du den rauf? Ja, geht so. Aber wir haben ja noch andere Bilder von denen. Genau, zur Not andere. Jetzt nicht von heute. Die sind auch auf der Ruta 9 bei uns in den Chaco sehr oft vertreten. Da sieht man die rechts und links sehr oft, weil da sehr viel Wasser ist teilweise. Es gibt ja auch eine Art Kraut, das kann man essen, das schmeckt sehr salzig. Aber ich habe das jetzt seit... Oder ist es das? Das ist es. Das speichert halt durch die Salzlagune Salz und halt Feuchtigkeit für die trockene Zeit. Deswegen überlebt das auch immer wieder. So wurde es mir jetzt gesagt. Und das in eine Kräuterbutter ist richtig lecker. Was sagt ihr? Deutschland Urlaub machen. Ich würde Südamerika immer vorziehen. Immer. Wir haben jetzt auf dem Rückweg vom Mirador, vom Aussichtspunktturm, auch endlich den Campingplatz gefunden. So weit waren wir jetzt nämlich noch nicht. Aber da kann man richtig schön sitzen. Man hat auch viel Schatten hier durch den Busch, durch das Dach. Man kann hier grillen. Und jetzt guckt euch mal an, wenn ihr jetzt direkt hier vorne sogar euer Zelt habt. Was für eine geile Aussicht ihr habt. Dadurch die, ich zeige mal mit meinem Gestrüpp, dadurch die Büsche sieht man nämlich schon. Die Flamingos. Klar, die sind jetzt nicht ganzjährig hier. Aber zur Zeit halt, und das ist richtig geil. So. Mega Aussicht, oder? Und zur Not braucht ihr halt einfach nur hier runter gehen. Ihr könnt da ja auch das Zelt aufstellen, je nach Witterung. Und dann habt ihr noch eine viel, viel geilere Sicht. Und wenn ihr sowas am frühen Morgen seht, also was will man mehr? Irre, oder? Und ich sehe gar nicht, wo er gerade ist. Irgendwo da ist auch der Aussichtsturm. Punkt. Unser Tag an den Lagunen, der neigt sich zum Ende. Ich meine, an den Lagunen ist halt auch ein bisschen übertrieben gesagt. Wir haben ja nicht alle geschafft, die wir schaffen wollten, weil wir den Anhänger noch wegbringen mussten. Ja. Weil der so ein bisschen noch erstmal repariert werden muss. Aber wir wollten ja auch die meiste Zeit heute hier verbringen. Das Ja. war unser Ziel, weil wir zum ersten Mal hier in der Chaco Lodge sind. Und es hat uns hier sehr gefallen. Und wie ihr ja sehen konntet, die Lagunen, die wir angefahren haben, die so auf dem Wegesrand lagen, da waren keine Flamingos oder besser gesagt nur diese nur die 2, 3 paar da, kleinen ja. Jungtiere. Und hier sind Tausende. Und genau so ist es halt nun mal öfters auf den Lagunentouren, dass man viele verschiedene Orte anfahren muss, um am Ende dann Verschiedene Tiere irgendwo zu verschiedene Tiere zu sehen. Wir haben ja jetzt hier auch fast nur die Flamingos. Gut, wir haben jetzt noch 2 von den großen Störchen gesehen. Und irgendwas da im Gebüsch, wo ich nur den Hintern Ja. gesehen habe, was aussah wie so ein Meerschweinchen. Genau. Aber andere Tage, da sieht man dann Wildschweine, Kapinchos, die ganzen anderen Störche, diese anderen Wasservögel, wie sie alle heißen, Rosa Löffler. Ja, den haben wir auch gar nicht gesehen, stimmt. Den Rosa Löffler Ja. haben wir nicht gesehen. Ja gut, genau, Ja, der Jacarés, ist- also Kaimane haben wir ein paar Ja. gesehen. 1, 2 Stück, da waren wir nicht schnell genug, da sind wir an Wasserlöchern vorbeigefahren. Da waren die 1, dann, 2, viele. ja, ich bin ein bisschen schneller gefahren, weil wir ja den Hänger noch weggebracht haben. Das hat uns da so ein bisschen 1,5 Stunden geklaut. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier jetzt noch einen schönen Tag gehabt. Ich glaube, Ja. ich werde jetzt, gerade lässt der Wind nach, ich glaube, ich werde die Drohne noch mal starten lassen. Ja, musst nur aufpassen, weil da Und- war sehr windig. Ja, und ich will ja auch die Tiere nicht so stören. Und
Ja, Wenn auf ich jeden haben, soll Fall, zu fressen. hier sind jetzt sogar noch Camper angekommen. Die sind von Encarnacion heute Morgen 4 Uhr losgefahren. Die waren dann ungefähr um 16 Uhr, glaube ich, hier. Ja, 16, Die werden jetzt hier 16:30 ja. übernachten. Und ja, ich hoffe mal viele schöne Fotos machen. Die haben riesen Kamera-Equipment dabei. Also das war alles schon professionell. Ansonsten, was hast du noch zu sagen? Gar nichts, also mega Tag, ehrlich. Ja, Wirklich erholsam. Also hier kann man echt abschalten, vom Alltag mal jeden so Fall. wegkommen. Und von uns aus, ja, jetzt von Philadelphia aus, war es 1,25 Stunden Fahrt ungefähr, wo Ja, wir wenn jetzt man halt jetzt nochmal direkt hier hinfährt, Genau. Also kannst ja, du nichts normalerweise fahren wir halt viel, viel länger, dadurch, dass wir die ganzen Straßen da mal überall sagen. abfahren. Wir waren ja auch schon gucken. viel länger heute unterwegs. Wir sind Ja. dann nur nochmal. Der Plan ging Fährt nicht irgendwann. ganz auf das Angenehme mit dem Nützlichen Boah. zu verbinden. Aber egal, wir haben den Hänger. Wann gehen wir Pläne richtig Ja, auf? Ne? wir sind hier gewesen. Ihr könnt natürlich, wie gesagt, euch diese Tour jetzt selber auch zusammenstellen. Wir verlinken alles unten. Wir blenden noch ein, zwei Mal so eine Google Maps Karte mal ein Ja, an aber das- passenden Stellen. Und Kontaktdaten auch hier, wie ihr hier hinkommt und so. Ihr müsst euch hier vorher anmelden, weil es Privatbesitz Ja, ist. eigentlich auch. Campo Maria müsst ihr euch anmelden. Auch Laguna Capitan. Da kann man, glaube ich, direkt bezahlen. Weil aber gut, Campo Maria kann man auch da am auch, aber Berghäuschen man sollte bezahlen. sich vorher anmelden. Ja. Deswegen die Sachen alle unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, wir konnten euch mal wieder ein bisschen was zeigen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Wir genießen jetzt noch den Abend hier. Genau.